Tag der offenen Tür. Alter! Schaut euch das mal an, hier sind überall Pokale. Hier stehen überall die Türen auf, das ist doch nicht normal. Alles voller Akten. Was ist das denn für eine fette Schaltzentrale? Kompletter PC noch. Hier haben wir sogar einen riesigen Tresor, Leute. Ja, so ein schwarzes Brett, sage ich jetzt mal. Ah, das hier sieht mir nach einem Magazin aus. Richtig geil. Achtung, Zutritt für Unbefugte verboten. Erlaubnis nur durch Prüfpersonal. Boah, hier haben wir noch alte Prüfgeräte. Der ist ja noch endmodern. Digga, ist da einer? Hier ist irgendwas explodiert. Ey, hier sind sogar Bankauszüge, Leute. Ganzen Computer, alle hier beiseite gestellt. Ihr könnt nicht warten. Ich geh zurück. Ich geh jetzt hier hoch, ne? Ey, hier kann man aufs Dach gehen. Ist auf jeden Fall jetzt gefährlich. Ja, warte mal. Oh. Da sind Fußgänger. Weiß ich nicht. Schaut euch das mal an, wie riesig das Gelände ist. Ey, das ist der Hammer, ne? Hier, das sind Proben und so was, ne? Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs und schauen uns heute eine verlassene Firma an. In dieser Firma wurden wohl früher Heizungsanlagen produziert und laut unserer Recherche soll diese Firma seit 2016 ungefähr verlassen sein. Was das gibt, sehen wir jetzt. Das ist die Firma von außen. Das gehört wohl alles zur Firma hier. Und hier geht's auch weiter. Also der Zustand bis jetzt auf den ersten Blick von außen ist schon mega. Man sieht keinen Vandalismus, man sieht keine Scheiben, die eingeschlagen sind. Also das sieht echt top aus. Schaut euch das mal an, Leute. Tag der offenen Tür. Das ist doch nicht mehr normal. So, einfach geht's. Klinke runterdrücken, man ist drin. Hier haben wir so eine kleine Tafel, vielleicht war hier mal so ein Besprechungsraum oder so. Hier haben wir noch ein altes Telefon. Okay, ich höre nichts mehr piepen. Liebe Flo ist mit am Start. Hat auch seine Kamera rausgepackt, Leute. Alter! Okay, das wird wahrscheinlich die Cafeteria hier gewesen sein. Vielleicht haben hier mal die Mitarbeiter gegessen, die hier gearbeitet haben. Boah, hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Hier ist nämlich alles voll. Schaut euch das mal an, hier sind überall Pokale. Hier haben wir so einen kleinen Vorratsraum. Hier so eine alte Schaltzentrale mit Hauptschalter, Licht 9, Licht 8, Licht 7, Licht 6 etc. Hier haben wir das Herrenklo. Jetzt im Cafeteria-Bereich, im hinteren Bereich, wo die Angestellten früher mal standen. Hier haben wir riesige Kühlschränke. Hier sind sogar noch so Osterkörbe drin, von Ostern. Das stinkt schon extrem im Kühlschrank. Hier die ganzen Schubladen. Boah, hier wurde aber schon randaliert, Leute. Alter, hier ist alles voller Scherben. Scheiße, die Tür geht nicht auf. Hier waren wir gerade drin, hier befindet sich die Cafeteria. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwo reinkommen. Tag der offenen Tür, Leute. Jetzt sind wir genau vor der Tür, wo wir nicht weiterkamen. Achtung, hier ist überall Glas. Und schaut euch das mal an. Und jetzt sind wir hier, höchstwahrscheinlich im ersten kleineren Bürotrakt, wo dann die Verwaltung saß von der Firma. Boah. Das ist ordentlich gehütet, ne? Das sieht schon nice aus, ne? Aber hier wurde echt schon randaliert, durchwühlt. Guck mal, hier sind sogar noch so alte Ventilatoren, die mal an der Decke hingen. Den ersten Kalender gefunden. Und wie wir sehen, haben wir hier Mai 2017. Dann sind wir ja mit unserer Recherche gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir haben ja 2016 ungefähr vermutet. Hier sind noch die ganzen Bürostühle. Was hier noch alles rumliegt am Krempel, alte Ordner, Staubsaugeraufsätze, alte Sachen für Computer, Prospekte, alles voll. So, hier können wir jetzt noch mal rausgucken
Und dann geht es jetzt hier wahrscheinlich Richtung Produktion, Leute. Alter, hier stehen überall die Türen auf. Das ist doch nicht normal. Hier können wir jetzt lang gehen, hier können wir lang gehen, hier unten stehen überall auch die Türen auf. Was haben wir hier? Waschraum für die Damen. Hier haben wir den Waschraum für die Herren. Gehen wir mal kurz rein. Alter. Schaut euch dieses alte Telefon mal an. Wie geil ist das denn? Alten Tastaturen hier. Ach, wir waren gerade im Arztraum, Leute. Ja, das ist kompletter Waschraum hier für die Herren. So, hier geht's weiter. Hier haben wir auch wieder so einen kleinen... Boah, was ist das denn? Oh, Alter! Junge, du hast mich erschrocken. Weißt du, was hier an Akten rumliegt? Ja, komm mal hier rein. Weißt du, was hier abgeht? Ein neuer PC mit Tastatur. Nee. Hier riesen Schaltschränke. Guck mal hier. Alles voller Akten. Oh, Alter. Ey, guck mal hier. Das sind so richtige Pläne. Ja, ja. So Elektro. Hier, DIN A2. Ja, ja, Schaltpläne für die Heizungen und sowas. Schaut euch das mal an. Also der Betrieb ist... Einkaufsteile, Verbrennungsmotoren, Kraftstoffversorgung, Schweißgeräte etc. Schalt- und Anschlusskästen. Ey, ist noch alles voll. Was ist das denn für eine fette Schaltzentrale? Das ist so eine Alarmüberwachung. Ich weiß, hab noch nicht herausgefunden, wovon, Wie aber... geil ist das denn? Batterieladestrom. Hier steht Generatorüberwachung. Keine Kabel. Ey, das hat noch keiner geklaut. Ja. Das wundert mich aber echt, ne? Das hat alles noch keiner geklaut. Also eigentlich, wenn man solche Schaltschränke Betriebsanweisung findet, dann ist ja eigentlich alles an Kupfer rausgeruppt. Aber der Schaltschrank, da ist ja noch alles drin. Kompletter PC noch. Ey, wenn wir hier Strom haben, den kriegst du so an den PC, ne? Ey, das ist nicht mehr normal, ne? Guck mal, hier ist Heizungsanlage. Hier auch alles voller Akten. Ersatzteile etc. Achtung, Anlage läuft ohne Warnung automatisch an. Hier läuft gar nichts mehr, wa? Weißt du, was das ist? Ich kann mir eher vorstellen, dass hier so ein Testraum ist. Art Labor, wo die dann ihre Heizungen, die gebaut haben, getestet haben. Ist noch alles drin. Das ist der Hammer. Mercedes-Benz-Motor. Achtung, heiß. Ja, danke. ...2006 Absagen. So, dann geht's hier jetzt wieder raus aus dem Bereich. Hier sollte es jetzt eigentlich in den Hauptproduktionsteil gehen. Also, wenn man sich die Hallen jetzt hier so von außen mal betrachtet. Betriebsratsbüro. Hier haben wir sogar einen riesigen Tresor, Leute. Da sieht man hier die Zahlen noch. Kann man dann hier so entsprechend drehen. So, hier Toiletten, nicht so interessant. Brand- und Sicherheit. Ja, das ist so ein schwarzes Brett, sage ich jetzt mal. Wo dann hier die Mitarbeiter dann die entsprechenden Aushänge vom Betriebsrat oder so lesen konnten. Genau wie hier. Hier wurden dann so betriebsinterne Sachen angepinnt. Ah, das hier sieht mir nach einem Magazin aus. Hier konnten sich die Mitarbeiter Ersatzteile holen für die Produktion. Genau, hier sieht man dann das Lager vom Magazin. Hier durch dieses Fenster wurde dann quasi die ganzen Artikel gegeben. Ja, kann man dann hier so einrasten an der Seite. Ja, und hier wurde dann alles Mögliche an Ersatzteile für die Produktion bevorratet. Da haben wir auch wieder Telefone. Hier waren dann auch überall Büros.
Aber ich muss schon ehrlich sagen, hier stinkt es extrem. Und ich kann euch nicht sagen, wonach es riecht, irgendwie ein bisschen nach verbrannt, nach Feuer oder sowas. Ja, überall die Telefone noch zurückgelassen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Hier stehen sogar noch Pakete rum zum Verpacken. Hier auch wieder Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragte informieren. Arbeitssicherheit. Verhalten im Brandfall. Ja, das wird hier der Haupteingang zum eigentlichen Bürogebäude sein. So, jetzt gehen wir mal wieder, wo wir eben abgebogen sind. Beim Magazin gehen wir jetzt mal geradeaus und gucken, ob wir irgendwie in die Produktion an sich gelangen. So, jetzt befinden wir uns hier in der riesigen Produktionshalle. Wundert mich aber ein bisschen, dass diese so leer ist. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier doch noch ein bisschen mehr drin steht. Aber das zeige ich euch jetzt einmal hier. Das wird die komplette Produktionshalle hier gewesen sein. Und hier hinten steht einfach noch ein Gabelstapler rum, Leute. Der sieht richtig cool aus, den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Richtig geil. Sogar noch mit einer Palette drauf hier vorne. Können wir uns eigentlich mal reinsetzen, oder? Hier sitzt man jetzt quasi seitlich drin. Hier ist dann quasi die Fahrtrichtung. Ja, hier müsste der Schlüssel rein. Also, das ist kein Gabelstapler, Leute, das ist das Elvis-Mobil, ja. Hier ist die nächste Produktionshalle. Auch wieder riesig. Das wird wahrscheinlich mal ein Meisterbüro gewesen sein. Da saß dann wahrscheinlich mal der Meister. Hier ist Schmierstofflager. Hier wurden die ganzen Schmierstoffe gelagert, die man halt so benötigt für so eine große Produktion. Dann haben wir hier überall diese Schwenktüren auf beiden Seiten. Hier sogar noch eine Sicherheitstür, die man hier vorschieben konnte. Hier sind noch die ganzen Feuerschläuche. Ja, das ist irgendein Aggregat, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hier haben wir noch alte Kisten. Ja, und hier war mal drin Trägerplatte, Motor, Generator. Was haben wir denn hier? Ach, hier auch. Wahrscheinlich wird hier die Versandabteilung gewesen sein, weil hier überall verschiedene Kartons sind, womit dann die ganzen Produkte wahrscheinlich verschickt, also erst verpackt und dann verschickt worden sind. So, dann gehen wir mal durch diese Schwenktüre. Wow. Wareneingang steht hier. Ah. QS steht, glaube ich, für Qualitätssicherheit. Das heißt, wir sind jetzt hier im Bereich, wo die ganzen Pakete angeliefert worden sind. Sprich, der Einkauf der Firma hat irgendwas bestellt, dann kommen die Sachen hier an, werden hier ausgepackt und dann an die entsprechenden Mitarbeiter verteilt halt, ne? Ja, dafür haben wir dann hier die ganzen Kartons noch und sowas. Hier wahrscheinlich irgendein Tisch, womit die Pakete dann hier ausgepackt worden sind. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Gucken wir mal, was wir noch alles hier so finden werden. Achtung, Messung. Bei Blinklicht ist das Betreten verboten. Achtung, Zutritt für Unbefugte verboten. Erlaubnis nur durch Prüfpersonal. Das könnte jetzt irgendwie Labor sein hier. Prüffeld 7. Wow. Das sieht ja mal geil aus. Alter. Guck mal, der komplette Raum hier ist isoliert, ne? Und die komplette Akustik hat sich jetzt verändert. Das wird total eingedämmt hier, meine Stimme. Ja, das wird irgendwas Labormäßiges sein, ne? Wurden wahrscheinlich die Produkte geprüft. Hier geht's jetzt weiter. Boah, hier haben wir noch alte Prüfgeräte. Mega geil. Uralte Laborprüfgeräte. Boah, hier stinkt es aber. Nee, ich muss wieder raus, das ist ekelhaft. So, Prüffelder 1 bis 6. Und wir waren gerade im Prüffeld 7.
Vor dem Rückpumpen in die Lagerbehälter ist sicherzustellen, dass kein Lagerbehälter überfüllt ist. Diesel, Diesel, Diesel. Okay. Hier haben wir einen Schaltschrank, der ist hier hochgeklappt. Konnte ich jetzt so leider nicht mehr runterklappen. Prüffeld 6, Feuerwehr 112, Polizei 119. Prüffeld, Diesel. Alter. Sieht das geil aus. Ja, hier waren dann wahrscheinlich verschiedene Heizungen, die dann hier entsprechend nach der Produktion geprüft worden sind. Digga, ist da einer? Das ist natürlich auch clever hier, ne? Notausgang und ein Schloss dran. Der ist ja noch endmodern. Ja, die sind alle so. 4 oder 5 Stück habe ich schon gezählt. Was sind das hier für Hallen? Digga. Creepy. Was stand hier denn mal drin? Guck mal links. Da waren wir überall. Guck mal, Versand. Da waren wir überall noch gar nicht. Nee. Wie krank ist das? Ey, das ist riesig, ne? Und ich muss noch ins Bürogebäude. Seid ihr da die Treppen hochgegangen? War die da schon? Ja, dann lasst da mal hin. Ja, hier haben irgendwelche Idioten mit dem Feuerlöscher rumgesprüht. Anmeldung. Hier saß die Frau von der Zentrale. Und hier... Alter, hier ist irgendwas explodiert. Es stinkt bestialisch, Leute. Guckt mal, die fetten Drucker. Liegen hier alle auf dem Boden, als wäre nie was gewesen. Als würden die Dinger nichts kosten. Ja, wir befinden uns jetzt hier in dem klassischen Großraumbüro. Erkennt man daran halt natürlich an den großen Druckern. Auch an so einer kleinen Gemeinschaftsküche. Hier können wir auch mal rausgucken nochmal. Über das komplette Firmengelände. Hier gibt es so viel zu sehen, das ist ja unglaublich. Alles voller Akten. Ja, alles vergessen. Und hier das ganze Weiße auf dem Boden hier, sind alles Rückstände vom Feuerlöscher. Hey, hier sind sogar Bankauszüge, Leute. Bankauszüge von der Sparkasse. Es liegt hier einfach auf dem Boden, als würde es keinen jucken. Ja, und das ist die Zentrale von hinten. Computer steht sogar noch hier. Und hier konnte man sich dann damals anmelden als Lieferant oder Kunde. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Postkörbchen, wo die Leute sich dann jeden Tag ihre Post abholen konnten. Qualitätsmanagement, Einkauf, Gebäudemanagement, Buchhaltung, Lager, Versand, Technik, Produktion, Service etc. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Dann geht's hier weiter. Toiletten. Hier ist das nächste Großraumbüro. Guck mal hier. Hier ist alles vor. Ganzen Computer, alle hier beiseite gestellt. Guck mal. Guck mal hier. Die haben sich da. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben sich Teile rausgeholt. Aufgemacht und die guten Teile, die noch gebrauchbar sind, haben die rausgeholt. Hier. Junge, die sind Das sind 100.000. Lüftungen, die noch wahrscheinlich funktionieren. Guck mal, die haben hier sogar ein Feuer gezündet, ne? Also, an sich ist hier noch alles gut in Schuss, ne? Du hast hier kein Graffiti oder so. Aber hier in den Büros haben die natürlich schon die ganzen Elektroartikel geklaut und sowas. Aber trotzdem Gebäude und so, das ist alles vom Allerfeinsten hier, Leute, ne? Also eigentlich hochmodern hier, diese Firma. Mega geil. Was ich auch cool finde, was mir aufgefallen ist, die Räume hier haben alle Städtenamen. Lissabon, Durban, Ankara. Dann gehen wir jetzt mal noch eine Etage hoch. Weiter geht's. Guck mal da oben, was ist das denn? Ganz komisch. Ey, hier hat's entgebrannt, wa? Bah, das stinkt so. Was ist das? Ey, was ist das? Ja, kurz. Das ist so Bah!
Nee, es ist direkt das Endliche. Ihr könnt nicht raus. Ich geh direkt, jetzt direkt, ja? Ist das ekelhaft. Ich geh jetzt hier hoch, ne? Oh, ist das wackelig. Nee. Schaut euch das Objekt mal an. Okay. Ist auf jeden Fall jetzt gefährlich. Auf dem Dach der Firma. Also. Dürfen wir. Ja, warte mal. Oh. Da sind Fußgänger. Scheiße. Weiß ich nicht. Scheiße halt, wir können halt von den Häusern da gesehen werden. Komm, ich gehe jetzt ganz schnell hoch. Also, das ist die Firma von ganz oben. Ey, das ist der Hammer, ne? Schau dir das mal an. Ey, das ist so geil. Okay, jetzt schnell weg, damit uns hier keine Nachbarn sehen. Sollen wir jetzt mal Richtung Versand gehen? Ja. Hier waren alles Schlüssel drin, vom ganzen Gebäude. Du kommst mit den Schlüsseln in jede einzelne Tür hier rein. Aber die passen zumindest, wenn du guckst auf den Schlüssel, ja, und wenn du dann auf die Tür guckst, die sind für das Gebäude. Firmen haben immer eine Schließanlage und dann gibt es dann Nummer 1 bis Schlag mich tot und dann ist der Zylinder immer ein bisschen anders halt. Hier saß wahrscheinlich sowas wie irgendwie... Ja, Produktion. Genau, Schichtleitung, Produktion. Oben überall die schönen Bilder, ne? Nee, ne? Was ist das denn? Ach, das ist das Labor. Guck mal. Hier, das sind Proben und sowas, ne? Ja. Was steht denn hier drauf? Steht hier irgendwas drauf? Eigenenergie vom 1.10.11. Meinst du, das ist Hier, so... 14.07.15. 14.04.15. Steht aber jetzt irgendwie nicht richtig drauf, was da drin ist, ne, in den Dingern. Ich stehe auf den Zettel. Weithaltsvierkantflasche, folgende Daten, bla bla bla. Abgas. PWT-Abgas steht hier. Guck mal, hier die ganzen elektrischen Platinen und sowas. Hier auch wieder so ein alter, riesiger Drucker. Also, jetzt sind wir aus dem ersten Teil, beziehungsweise Produktionsteil und Verwaltungsteil der Firma raus. Versuchen uns jetzt hier ein bisschen weiter vorzukämpfen und steuern jetzt quasi die Versandabteilung an. Ja, befinden uns jetzt hier auf dem Hof und hier sieht man einmal die Versandabteilung. Hier wurden dann wahrscheinlich Artikel, die produziert worden sind, in dem Fall hier die Heizungen, halt verschickt. Hier war quasi das komplette Labor, wo wir gerade eben drin waren, und hier die ganzen Produktionshallen dann. Und hier sehen wir das jetzt nochmal von außen. Und das ist die Versandabteilung. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo die Tür auf ist. Hier haben wir so eine kleine Verladerampe, ganz cool. Dann konnte der LKW ranfahren und dann konnten hier die Pakete auf den LKW transportiert werden. Jetzt gucken wir mal, klemmen wir die auf? Ja, natürlich nicht. Hier eine Türe. Guck mal, so riesige Hochregale. Hochregallager. Guck mal, hier lagen dann die ganzen Holzdinger, die dann mit auf den LKW geladen worden sind, ne? Für die Pakete und sowas. Als Ladungssicherung so, oder? Ja, ja. Bedienungsanleitung Ladegerät. Guck mal, hier elektrisch. Die war absenkbar. Ja, du konntest hier mit dem LKW dran fahren und dann konnten hier die Pakete verladen werden. Und dann sind die hier rausgekommen, weißt du? Und dann stand hier der LKW, konnte dann hier quasi einmal rumfahren und hier wurde alles verladen. Wir reden doch über eine Firma, die Heizungsanlagen gebaut hat. Richtig. Was haben die für Pakete versteckt? Ersatzteile von Heizungen. Das heißt, die haben wahrscheinlich Ersatzteile hergestellt und die Heizungskörper an sich. So, und so eine Heizung, wenn du da mal eine Explosionszeichnung aufmachst, die besteht aus 100.000 Teilen, weißt du? Wie kommt man jetzt hier rein? Ja, guck mal, die komplette Treppe ist schon zugewachsen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, hier ist nämlich alles voller Dornen. Da ganz vorne, ja. Aua! Guck mal, das hier war ein Außenlager, ne? Vom Versand. Ja, hier ist Außenlager gewesen
Und hier drin ist Innenlager, sage ich jetzt mal. Könnte die Wendeplatz gewesen sein für LKWs und dafür waren die Rolltore und dann sind die da reingefahren. Genau, da waren wir eben auch, ne? Ja, aber Da waren wir eben auch. noch diese Öltanks. Ja, ja, ja. Riesengroß. Das ist nicht mehr normal. Kellerraum. Ey, das hat ein bisschen Parkhaus-Feeling, wa? Hier ist alles voller Akten. Riesen Tresor. Und alles voller Akten. Nicht mehr normal. Und hier steht noch eine richtig geile Schreibmaschine. Guckt euch das Schmuckstück mal an. Von Olympia. Hier auch wieder riesen Tresor. Hier auch alles voller Kisten. Mega geil. So, wir haben es leider nicht geschafft, jetzt in den Versandbereich reinzukommen. Da ist leider alles versperrt. Gehen wir da natürlich auch nicht rein. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Über ein Like und einen Kommentar würden wir uns mega drüber freuen, würde uns mega unterstützen. Und ich hoffe, dass ihr bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wieder dabei seid. Haut rein, bleibt sauber. Bis dann.